Mit etwas Spachtelmasse und einer Kunststofffolie die Illusion einer gegossenen Betonwand entstehen lassen. Mit Schalungsfugen und den typischen Luftbläschen. Nur eine von vielen Möglichkeiten für kreative Wandgestaltungen. Wenn ich in so einen Raum das erste Mal reinkomme, gucke ich mir so das Gesamtbild eigentlich an und dann ist es oft so, dass ich mir denke, oh, da könnte man die Wand schön in Szene setzen oder der gesamte Raum wäre gemütlicher in dem und dem Farbton. Mir geht es vor allem darum, Wohlbefinden zu schaffen. Also ich finde es gerade im Privatbereich ist ja so ein Raum immer dein Zuhause gleichzeitig. Wenn man da einfach ein Unikat an der Wand schafft, dass die Leute da auch einen anderen Bezug zu haben und einfach eine andere Wertschätzung, weil es irgendwie keine Gestaltung von der Stange ist, sondern es ist einfach ihre Wand plötzlich und das haben sie mit uns zusammen irgendwie definiert und ausgesucht. Oftmals ist es dann auch so, dass sich die Leute anschließend ein bisschen wohler zu Hause fühlen. Ein Haus in Maischoss an der Ahr. Es war von der Flut schwer getroffen. Für uns ist es eigentlich immer am besten, wenn alle anderen Arbeiten abgeschlossen sind. Das heißt, sämtliche Vorgewerke sind fertig, die Türen sind drin, der Boden ist geschliffen, der Elektriker ist durch. Ganz wichtig für uns immer, dass wir wirklich auch sicherstellen können, gerade bei aufwendigen Techniken, da entsteht kein Schaden mehr im Anschluss und wir müssen auf nichts mehr weiter achten. Das Handwerkerpaar Stefanie Teichert und Markus Hesmert soll zum Abschluss der Sanierung 2 Räumen einen ganz besonderen Look geben. Es ist immer einfacher, wenn der Raum schon mal weiß ist oder schon mal grundsaniert, sage ich mal. Wenn es schon so kleinere Merkmale gibt, wie den Boden, wie vielleicht auch ein Lieblingsmöbel, dann können wir uns mit der Gestaltung daran schon mal orientieren und nachher ein stimmigeres Gesamtbild schaffen, als wenn wir in eine ganz grobe Baustelle kommen, wo es noch so gar keine Fixpunkte gibt. Statt eintönigem Weiß soll diese Wand eine Betonoptik bekommen. Vorher wird alles gründlich abgeklebt. Die beiden wollen immer sauber arbeiten, verwenden dafür Packpapier. Wir haben mit jedem Kunden natürlich vorher ein Kundengespräch, fragen so ein bisschen nach dem Geschmack. In dem Fall war es jetzt gerne hier fürs Büro was Moderneres, ein bisschen was Industrielles in dem Fall. Hier sieht man schon, also die Schichtstärke ist wirklich bei einem guten Millimeter bis 2 Millimeter, also ein sehr dünnes Material, was allerdings nachher den Effekt von einer sehr massiven Schalungsbetonfläche hat, was eigentlich sehr interessant daran ist, wenn man so eine Rigipswand zum Beispiel zu einer sehr massiven, gegossenen Wand nachher umgestalten kann. Mit einer Grundierung geht die Arbeit los. Die muss gut aufgerührt werden. Ein Farb- oder Mörtelmischer für die Bohrmaschine spart etwas Kraft. Markus Hesmert ist wie seine Partnerin gelernter Kirchenmaler. Beide haben auch ihren Meister gemacht. Die Besonderheit bei dieser Grundierung ist, dass das jetzt eigentlich eine Art Putzgrund ist. Das heißt, da ist ein Quarzsand oder ein feiner Sand mit drin, der nachher dafür sorgt, dass dieser eigentlich sehr glatte Untergrund, den wir hier haben, griffiger wird und dadurch der Putz natürlich viel besser hält. Generell gute Grundierung ist eigentlich die Grundlage zu jeder Arbeit. Insofern sollte man besonders sorgfältig dort arbeiten. Es spart einem nachher viel Ärger. Während Markus Hesmert noch die Grundierung aufträgt, schneidet Stefanie Teichert bereits die Folien zu. Die werden später in die feuchte Spachtelmasse reingedrückt. Also es bieten verschiedene Hersteller, bieten dann auch so Sets an, teilweise mit den Spachtelmassen dazu. Und genau, fällt dann einfach unter Betonoptikfolie. Ein Kreuzlinienlaser hilft beim Vermessen und Ausrichten der Folien. Man hat diese vorgefertigten Felder, also die Größe durch die Folien ja vorgegeben.
Und da muss ich mir natürlich vorher Gedanken machen, wie teile ich diese Felder sinnvoll und schön auf die Wand auf. Wir hatten jetzt hier zum Beispiel 6,10 Meter. Das heißt, ich habe, wenn die Folien sind jeweils 1 Meter breit, wenn ich die jetzt einfach nacheinander anlege, habe ich am Ende ein 10 Zentimeter langes Stück. Sieht natürlich nicht schön aus. Deswegen haben wir es jetzt hier gemacht, dass wir vorne und hinten jeweils ungefähr eine halbe Bahn nehmen, also um die 50 Zentimeter, und können dann so unsere ganzen Stücke quasi schön in der Mitte verteilen. Dann wird die Spachtelmasse angerührt. Zum Einsatz kommt eine Kalk-Marmormehl-Mischung. Die haben die beiden sogar vorab noch einmal durchgesiebt. Kleine Quarzelemente, die oft in den Mischungen dabei sind, stören beim Andrücken der Folien. Die beiden arbeiten gerne mit einer möglichst feinen, tonähnlichen Masse. Aufgetragen wird die Masse mit einer einfachen Glättkelle, etwa 2 bis 3 Millimeter dick. Nachdem ich das schon 2-3 Mal gemacht habe, habe ich das relativ gut im Gefühl. Es gibt auch die Möglichkeit, das mit anderen Werkzeugen, zum Beispiel so einer Zahnkelle, aufzutragen durch eine Zahnung. Aber ich merke das vor allem eben, indem ich hier nochmal drüber spachtle und ich höre keine Kratzer. Ich sehe auch, das restliche Niveau der Wand passt. Also das kann ich so per Augenschein ermitteln, würde ich sagen. Für uns sind natürlich interessant irgendwie ein bisschen nachhaltige Baustoffe, wie zum Beispiel jetzt im Fall des Kalkmarmorspachtels. Kalkspachtel ist ja eigentlich ein unheimlich altes Material. Also Kalk kommt im Baugewerbe schon immer vor, also seit Hunderten von Jahren. Und die Idee, so ein Material dann zu nehmen, um so eine total moderne Gestaltung draus zu machen, finde ich sehr, sehr spannend. Wir haben keine Lösemittel, vor denen wir selber bei der Bearbeitung irgendwie uns auch in Acht nehmen müssen. Und für den Kunden natürlich einfach ein gesundes Raumklima. Dann kommt die Folie zum Einsatz. Sie wird auf den dünnen, feuchten Kalkmarmorspachtel aufgedrückt. Eine Folie simuliert genau ein Schalungsbrett. Je stärker ich andrücke, desto glatter wird es. Also ich kann durchaus versuchen, jetzt diese ganzen Blasen hier rauszureiben. Aber an sich macht das ja auch diesen Look aus von diesen Lunkern, nennt man das, diese Lufteinschlüsse. Und die hat man ja in einem richtigen Beton auch drin. Stück für Stück arbeiten sich die beiden voran. Und noch bevor sie die letzten Folien aufgelegt haben, werden bereits die ersten Abklebebänder gelöst. Ganz vorsichtig mit dem Messer. Ich mache das jetzt so früh, weil die Masse noch ein bisschen weich ist. Wenn es jetzt weiter anzieht, wird die natürlich immer härter, das heißt immer krümeliger, das was noch am Tape hängt, und so tue ich mich einfach leichter. Nach etwa 4 Stunden kommt die letzte Folie an die Wand. Am besten richtest du das jetzt zuerst an der Kante aus, oder? Sieht es. Ich muss noch ein bisschen nach links, dann sieht es gut aus. Ja, so wäre. Mindestens 24 Stunden muss die Spachtelmasse jetzt unter der Folie trocknen. Wir haben verschiedene Materialien, die alle unterschiedlich lange trocknen müssen. Und von daher muss ich mir immer von Anfang an Gedanken machen, okay, wenn ich das jetzt auftrage, wie lange kann ich dann nichts mehr mit dieser Wand machen? Und von daher geht es immer darum zu sagen, okay, während das eine trocknet, kann ich das andere machen. Beziehungsweise wenn ich das heute Abend noch mache, kann ich morgen direkt weiterarbeiten. Und da muss man sich auf jeden Fall mal viele Gedanken vorher machen. Auch für den nächsten Raum gibt es bereits einen Plan. Ja. Sehr cool. Dann können wir uns ja auf jeden Fall mal angucken, wie wir das Ganze einteilen. Jawohl.
Auf diese Wand sollen sie ein großes Motiv malen, die Idee des Kunden. Machen wir mal gerade das mit den Linien hier schon, Ja. wo wir den Laser am besten hinstellen. Ja, oder wir setzen den doch noch mal eins höher, dann können wir uns oben an der Baum. Ja, dann machen wir doch das als erstes. Wieder hilft der Laser beim Einteilen der Wand. Die Proportionen müssen ja später stimmen. Diese Berglandschaft soll es werden. Also es ist meist so, dass uns die Kunden schon einen Vorschlag machen, sage ich mal, oder schon mal irgendwas gesehen haben, in welche Richtung so eine Wandgestaltung dann auch gehen soll. Und anhand dessen, was oft ja eben Vorlagenbilder sind, darauf basierend oder in Abwandlung schaffen wir dann eigene Entwürfe, passen das an den Raum an, was Farbigkeiten angeht, was aber auch die Form und die Malerei, wenn es dann eine Malerei ist, auch verändert. Vom Computer auf die Wand. Auch für die Kirchenmaler ein spannender Moment. Die ersten Striche, wenn man frei auf so eine Wand malt, sind natürlich immer so ein bisschen eine Sache, vor der man schon Respekt hat. Aber sobald so die ersten Proportionen passen und man natürlich durch die Anhaltspunkte wie jetzt den Laser einfach weiß, man trifft diese Punkte auch, dann geht es immer besser und dann kann man so Stück für Stück sich daran auch orientieren. Das Motiv ist kleinteilig. Nur die Gipfelkulisse können die beiden freihand auf die Wand übertragen. Hier so ein gutes Stück über Schulterhöhe. Das könnte fast noch ein bisschen höher sein. Das sollte auch passen, denke ich. Dann der Schwung bis zur Mitte. Das ist so von der Fensterhöhe auch ungefähr eine Flucht hier, der Punkt, denke ich. Ja, perfekt. Für die vielen Bäume im Vordergrund nutzen die beiden selbstgemachte Vorlagen. Außerdem wollen sie Farben anrühren. Das passiert in ihrer Werkstatt. Auch die liegt an der Ahr. Aus 12 verschiedenen Farbtönen besteht das Motiv. Das sind jetzt normale Wandfarben oder Dispersionsfarben, in jeweils abgetönt. Und was ich jetzt mache, ist, ich mische mir quasi noch zu unserem Hintergrundton. Also wir haben ja diese Landschaft, die immer aus 2 verschiedenen Tönen besteht, jede Ebene. Und ich mische mir jetzt gerade quasi zu meinem Grünton noch einen helleren Lichtton, der dann quasi als Lasur noch aufgesetzt wird. So erzeugen sie später einen räumlichen Effekt. Das Föhnen sorgt dafür, dass ich sehe, wie der Farbton dann wirklich im trockenen Zustand aussieht, weil im nassen Zustand ist der Farbton immer wesentlich dunkler und dann kann ich natürlich nicht so genau abschätzen, wie stehen die zusammen. Und deswegen föhne ich mir den einmal, um es halt wirklich dann meinen Endfarbton kontrollieren zu können. Also diese Becher behalten wir auch so eine Zeit lang, beziehungsweise die großen Flächen, da gibt man den Kunden auch auf jeden Fall immer was mit, dass da immer Farbe da ist, wenn man mal irgendwas ausbessern muss. Während für die Flächen im Hintergrund Farbe und Pinsel reichen, kümmert sich Markus Hesmert am Computer um die Bildelemente im Vordergrund. Das Motiv wird in einzelne Bausteine zerlegt und dann ausgedruckt. Wir haben für unsere Bäume, die wir im Vordergrund haben und auch diese Baumreihe in der Mitte des Bildes, haben wir Schablonen vorbereitet, beziehungsweise haben einzelne Motive, die wir nachher auf die Wand übertragen werden. Das heißt, ich habe eine Vorlage, die quasi dann anschließend mit dem Plotter nachgezeichnet wird, je nach Art der Vorlage. Mit diesem speziellen Drucker können Sie auch Vorlagen in eine Folie schneiden. Eine Technik, die später noch zum Einsatz kommt. Das Motiv ist ausgedruckt. Mit einem Pausrad fährt Markus Hesmert die Konturen nach. Das Motiv zeichnet sich im Gegenlicht ab. Gleichzeitig stellt seine Partnerin einen sogenannten Pausbeutel her, füllt lose Farbpigmente und etwas Watte in ein kleines Stofftuch.
Ein kleiner Testlauf in der Werkstatt. Kräftig aufgeschlagen drücken sich die Farbpigmente an den Löchern im Papier auf die Unterlage. Das Motiv durchgepaust. Bevor sie die Lochpause einsetzen, fahren die beiden noch zu einer zweiten Baustelle an der Ahr. Diese Wand soll eine edle Oberfläche bekommen. Grundiert ist sie bereits. Das Baumaterial ist wieder das gleiche. Das ist eine Kalkspachtel. Also die besteht vor allem aus Kalk und aus Marmormehl. Und ergibt dadurch, dass es quasi keine Zuschläge drin sind, also kein Sand oder irgendwas in der Richtung, ergibt das dann so eine ganz, ganz feine, ja, von der Haptik her wie so eine lehmige Masse und ergibt dann sehr glatte, schöne Oberflächen. Der Kalk hat die Eigenschaft, dass er einfach nicht an der Oberfläche dicht ist, sondern die Oberfläche ist einfach diffusionsoffen. Das heißt, alles, was ich an Feuchtigkeit oder an überschüssiger Feuchtigkeit im Raum habe, kann der Kalk kurzzeitig aufnehmen und auch wieder abgeben. Und dadurch reguliert er einfach das Raumklima eigentlich immer optimal und es kann sich kein Schimmel bilden. Beim Anmischen sind die beiden sehr penibel. Das Verhältnis von Wasser, Kalk und Marmormehl wird grammgenau ausgewogen. Also wenn wir das jetzt einfach freihand machen, hat man manchmal das Problem, dass es nachher in der Trocknung zum Beispiel nicht so zügig abbindet, wie man sich das eigentlich erhofft hätte. Vor allem, wenn man größere Flächen hat und das quasi auf mehrere Schritte aufteilen muss, dann hat man auch immer dasselbe Mischverhältnis. Der Kalkspachtel bindet schon nach ca. 20 Minuten etwas ab. Markus Hesmert muss die Masse deshalb zügig an die Wand bringen. Da hilft es, dass sie auch diese Spachtelarbeit zu zweit machen. Schau mal, ob das für dich so passt. Ja, das schaut gut aus. Wer auf der Leiter steht und wer unten, ist Zufall. Die beiden arbeiten fast immer zusammen, selbst wenn es eng wird. Ich glaube, dass ich mit meiner Partnerin zusammenarbeite und meinen gesamten Alltag verbringe, habe ich mir vielleicht nicht vor Jahren immer schon so vorgestellt. Aber wir sind uns grundsätzlich aber von der Persönlichkeit her, glaube ich, sehr ähnlich. Und dadurch harmonieren wir jetzt grundsätzlich einfach sehr gut. Wir sind mittlerweile seit 5 Jahren selbstständig. Und ich finde es sehr schön, einfach zusammen was aufzubauen. Weil wir natürlich auch privat diesen Austausch immer haben. Insofern können wir uns super gut abstimmen. Das Projekt und der Werkstoff bestimmen das Timing. Zu zweit ist man halt dann doch ein bisschen schneller und kann einfach eine größere Fläche bedienen. Und läuft nicht Gefahr, dass man dann irgendwo in der Mitte einen Ansatz hat, der schon antrocknet. Beim Arbeiten mit Kelle und Glättspachtel überschneiden sich viele Berufsbilder. Das sind natürlich alles Arbeiten, die sowohl Verputzer machen als auch Maler. Wir Kirchenmaler natürlich auch. Also alles sehr artverwandte Berufe. Spachteltechniken gehören für jeden so ein bisschen mit dazu. Ich gucke jetzt mal, ob ich es schon glätten kann. Das heißt, Stefanie Teichert fährt mit der Kelle ein zweites Mal über die frisch gespachtelte Wand, noch bevor die Spachtelmasse ganz fest ist. Das macht die Oberfläche noch edler. In der Reflexion einer Baulampe sehen die beiden, ob alles schön glatt ist. Das vollständige Aushärten wird einige Tage brauchen. Die Abklebebänder entfernen sie wieder sofort. Dann geht es zurück zur Baustelle in Maischoss. Für das Wandmotiv hatten sie ja schon die Farbtöne angemischt. Die Becher dafür sind genau beschriftet, damit sie nicht verwechselt werden. An der Wand wird mit einem Pinsel gearbeitet und einem Schwamm.
Man hat einfach diese natürliche Ungleichmäßigkeit von dem Schwamm, kann damit auch schön einfach die Farbe vertreiben. Also vertreiben, das kommt, glaube ich, auch so ein bisschen aus dem Kirchenmalerjargon. Das heißt einfach so einen Auslauf schaffen, also quasi den Farbauftrag nach oben hin auslaufen lassen. Einfach einen weichen Übergang schaffen. Etwa 8 Stunden haben die beiden für das Motiv eingeplant. Alles machen sie zu zweit. Und oft arbeiten sie aufeinander zu. Wir haben tatsächlich den Vorteil, dass ich Linkshänder bin und Markus Rechtshänder. Von daher können wir da mal ganz gut, kommen wir mal gut parat. Aber in dem Fall stehen wir jetzt genau verkehrt rum. Jetzt reicht's ja auch. Helle Töne auf dunkleren sorgen für kleine Lichtreflexe, erzeugen eine Raumwirkung. Es ist durchaus, wie das schon immer in der Malerei gängig war, dass man in mehreren Lagen arbeitet, um eben mehr Tiefe im Bild zu erzeugen und nicht nur so stumpf eine Farbe neben die andere setzt. Wobei das jetzt hierbei relativ vereinfacht ist, muss man schon sagen. Da geht es mehr um den Effekt als alles andere. Noch bevor die Lochpause zum Einsatz kommt, nutzen die beiden eine Folie, die sie mit ihrem Plotter in der Werkstatt vorgeschnitten haben. Das ist unsere Schablone für diesen hintersten Waldrand quasi. Da haben wir uns dafür entschieden, wirklich eine Schablone draus zu machen, die wir quasi aufkleben können, weil wir hier viele filigrane kleine Bäume haben und das wird einfach zu lange dauern, die alle einzeln mit dem Pinsel rauszuzeichnen. Und deswegen gibt es jetzt hier die Schablone. Das ist so eine ganz normale Beschriftungsfolie. Das ist jetzt eine mit einer relativ geringen Klebekraft, damit ich halt mir jetzt hier im schlimmsten Fall nicht irgendwie die Farbe mit runterziehe. Ich denke, man kann die bestimmt auch fertig kaufen. Also normalerweise kann das auch jede Druckerei, die irgendwelche Shirts und so weiter bedruckt, die können das auch auf jeden Fall. Ja, wir machen das immer selber, weil wir die Maschine dazu haben. Das ist an sich tatsächlich einfach ein Schwamm mit einem Stiel. Den kriegt man teilweise auch im gut sortierten Bastel- oder Künstlerbedarf. Aber er erweist sich halt für solche Zwecke immer als sehr, sehr praktisch, weil ich natürlich nicht die Finger voll Farbe habe, sondern einfach schön gleichmäßig das aufstupfen kann. Im Fall der aufgeklebten Folie wird gestupft statt gemalt. Das ist in dem Fall tatsächlich ein bisschen sicherer, weil ich durch dieses Stupfen nicht so viel Farbe aufbringe und nicht Gefahr laufe, dass mir die Farbe unter die Folie drückt. Also dadurch habe ich halt einfach ein schöneres Bild nachher, ohne dass ich irgendwelche Ausläufer habe, die dann unter der Folie landen, weil man es hiermit einfach ein bisschen gleichmäßiger und dünner auftragen kann. Einen Standard gibt es allerdings nicht. Das ist jedes Motiv immer so ein bisschen ein Experiment, weil man natürlich guckt, wie man Strukturen und Formen umsetzen kann. Sowohl jetzt gestalterisch als auch irgendwo effizient. Also es soll ja natürlich auch keine Stunden dauern, an irgendeine Kleinigkeit rauszuzeichnen oder zu malen. Und von daher muss man eigentlich bei allem, was man macht, so an Malerei und Gestaltungstechniken, muss man immer ein bisschen experimentierfreudig sein. Das Schöne ist ja an Farbe, es ist immer irgendwie rückgängig machbar. Also man kann quasi nichts kaputt machen. Im schlimmsten Fall streicht man die Wand nachher wieder weiß und dann ist es so. Jetzt kommt die Lochpause zum Einsatz. Ja, ohne den Part, ne? Also nur nach links rüber mit der Spitze nach oben. Und die muss ihren Platz finden. Schön ein bisschen tiefer. Tiefer, Ja, auf jeden Fall, dass die ein bisschen mit der Form so nach ja, unten das gehen. sieht man nachher nicht mehr. Das sieht man generell nicht mehr. Also beim Aufpausen jetzt zu wischen und zu schlagen hat den Vorteil, dass mit dem Aufschlagen ich quasi das Pigment erstmal so überhaupt auf die Pause bringe. Durch das Wischen kann ich sicher gehen, dass ich auch quasi alle Löcher dann mitnehme
und so die Pause nachher sich gut abzeichnet. Ich gucke hier auch mal. Die Umrisse der einzelnen Bäume zeichnen sich als gepunktete Linie deutlich ab. Jeden Baum malen sie von Hand aus, immer entlang der gepausten Punkte. Gerade auf die Fläche gesehen kann ich einfach ein bisschen schneller dahin arbeiten. Wieder ist es Teamarbeit, obwohl jeder die Bäume anders malt. Da müssen wir natürlich dann nachher auch gucken, dass die gut zusammenpassen. Also unter Umständen muss ich meine noch mal ein bisschen nachbessern oder umgekehrt. Aber im Idealfall gehen die schon gut zusammen. Es sind vor allem die Details, die das Motiv einzigartig machen. Dazu gehören auch die Vögel über den Bergen, die hat Stefanie Teichert mit der Hand vorgezeichnet. Nach fast 8 Stunden ist es soweit. Es fehlen nur noch ein paar Pinselstriche. Die hier ein bisschen zusammenzieht. Dann ist sie relativ lasierend. Wann ist so eine Arbeit fertig? Das ist immer sehr schwierig. Nee, ich glaube, ganz fertig ist man nie für sich selber, aber meistens hilft immer so einmal ein paar Schritte zurückgehen und das Gesamtbild anzugucken und dann fällt einem relativ schnell so einzelne Sachen noch ins Auge oder im besten Fall nicht mehr. Und dann ist für einen selber eigentlich immer so der Punkt erreicht, wo man dann sagt, okay, jetzt ist gut, jetzt ist fertig. Das große Wandmotiv wird nun das Schlafzimmer prägen. Etwas Deko macht das Gesamtbild rund. Das Gleiche gilt für die glatt gespachtelte Wand. Mit einem Stuhl und einer Kommode simulieren sie, wie die Wand später mit Möbeln aussehen wird. Und die Wand mit der Betonoptik? Da muss noch die Folie abgezogen werden. Das ist immer ein spannender Moment. Ja, an sich würde ich sagen, trockenen Stellen sind auf jeden Fall da. Ja, das schaut gut aus soweit. Ja. Dann können wir an sich abziehen. Ja. Sonst bricht mir hier gleich die Kugel zu sehr weg. Also an sich, der Farbton ist jetzt immer noch nicht der Endfarbton. Das wird auf jeden Fall noch heller werden. Aber vom ersten Eindruck sieht es super aus. Also wir haben einen sehr schönen Oberflächenglanz. Der kommt eben durch diese Schalung bzw. durch diese Folie, die da drauf ist. Und man hat schön viele verstreute Lunker, also diese Lufteinschlüsse. Also bisher finde ich es schön. Einige Tage braucht der Kalk noch, um auszuhärten, so wie echter Beton. Ein Marmor, der eigentlich gar kein Marmorstein ist, sondern eine Malerei, eine Spachtelmasse, die in diese Richtung gelenkt wird, hat viel damit zu tun, dass man nicht jeden Baustoff an jeden Platz bringen kann. Eine Betonoptik zum Beispiel ist ja der Fall, wenn man diese geschalte Betonfläche bereits verputzt hat, tapeziert hat, dann lässt sich das nicht so einfach mal wiederbringen. Und sowas über eine Maltechnik oder eine Spachteltechnik oder wie auch immer in diesen Raum reinbringen zu können, finde ich eigentlich alles andere als Schummelei, sondern eher eine interessante Variante. Räume lassen sich auf vielerlei Arten mit Pinsel und Spachtel gestalten und wirken dann allemal besser als einfach nur weiß gestrichen. Hat dir diese Handwerkskunst gefallen? Dann schreib uns deine Meinung zum Film in die Kommentare. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren.